diesem Video spreche ich darüber, wie wir in Deutschland den Pflegenotstand wirklich beheben könnten, ohne die Pflege teurer zu machen. Ich lebe in Deutschland mit 24 Stunden Assistenz. Jeden Tag erlebe ich, wie wertvoll Pflege ist und wie sehr das System am Limit läuft. Der Pflegenotstand ist kein abstraktes Wort, er ist real. Zu wenig Zeit, zu wenige Fachkräfte, zu viel Bürokratie. Wenn wir das ändern wollen, brauchen wir Lösungen, die sofort spürbar sind und langfristig tragen, ohne dass die Kosten weiter steigen. Genau darum geht es mir. Erstens: Pflegeberufe endlich attraktiv machen. Nicht nur mit warmen Worten oder Applaus, sondern mit mehr Netto im Portemonnaie. Mein Vorschlag: gezielte Steuersenkungen für alle Pflegekräfte. Das erhöht den Nettolohn sofort, ohne dass Einrichtungen ihre Bruttolöhne anheben und dadurch höhere Pflegekosten weitergeben müssen. Wer mehr Netto erhält, bleibt eher im Beruf, steigt wieder ein oder bildet sich fort. Das ist schneller wirksam als jede große Reform, die sich jahrelang zieht. Die fehlenden Steuern könnte man zum Beispiel mehrfach wieder einnehmen, indem die Bundesregierung unter anderem Cannabis-Shops erlaubt und THC-Produkte versteuert. Zweitens: den Pflegepersonalschlüssel verbessern. Mehr Kolleginnen und Kollegen pro Schicht bedeuten weniger Stress, mehr Zeit am Menschen und weniger Krankheitsausfälle. Gute Personalausstattung schützt vor Burnout, senkt Fehlerquoten und erhöht die Zufriedenheit. Bei Pflegenden wie bei Pflegebedürftigen. Qualität kommt nicht aus Heldentum, sondern aus realistischer Arbeitsdichte. Drittens: Pflege darf auf keinen Fall teurer werden. Viele von uns können die Kosten jetzt schon kaum tragen oder nur mit Mühe bewilligen lassen. Deshalb müssen finanzielle Entlastungen an der richtigen Stelle ansetzen. Steuern runter für Pflegekräfte, Bürokratie runter für Träger, aber keine Erhöhung der Eigenanteile. Wenn mehr Geld im System gebraucht wird, dann durch kluges Umschichten im Staatshaushalt, nicht durch höhere Rechnungen für die Schwächsten. Viertens: Bürokratie entschlacken. Pflegedokumentation soll Sicherheit geben, nicht Zeit fressen. Digitale, einheitliche Standards, die Pflegeplanung, Übergaben und Abrechnung vereinfachen, schaffen pro Schicht echte Minuten am Menschen. Jede eingesparte Formularseite ist gewonnene Zuwendung. So einfach kann Entlastung aussehen, digital statt Papierstapel. Fünftens: Ausbildung stärken. Gut vergütet, praxisnah, durchlässig. Wer heute Helfer ist, soll morgen zur Fachkraft aufsteigen können, ohne finanzielle Abstürze. Und zuletzt: Respekt. Pflege ist Hochleistungsarbeit am Menschen. Sichtbare Anerkennung, Mitbestimmung und verlässliche Dienstpläne sind keine Extras, sondern Grundlagen. Wenn wir Pflege so denken, mit mehr Netto durch Steuersenkungen, besseren Personalschlüsseln, weniger Bürokratie und ohne Mehrkosten für Betroffene, dann holen wir den Beruf aus der Dauerkrise und geben den Betroffenen mehr Lebensqualität. Ich wünsche mir ein System, in dem Pflegekräfte gern bleiben und wir Pflegebedürftige sicher leben können. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Die Politik muss endlich begreifen, dass Pflege kein Kostenfaktor ist, sondern ein Fundament unserer Gesellschaft. Dafür stehe ich, als jemand, der Pflege jeden Tag erlebt, aus Erfahrung, aus Überzeugung und mit der Hoffnung, dass wir den Mut haben, es einfach zu machen.